Oh hey, wenn das Internet eines liebt, dann ist das ein gutes Mysterium. Und das kann man ganz gut an der Lost Media Community sehen. Für die Leute, die nicht wissen, was Lost Media ist, kurz gesagt handelt es sich hierbei um ein Media, wie zum Beispiel ein Film oder auch ein Videospiel, was für irgendeinen Grund nicht mehr etwa verfügbar ist für das große, weite Publikum, beziehungsweise komplett verloren gegangen ist. Sei es nun etwa durch einen Brand von der letzten Kopie oder auch einfach nur die Möglichkeit, dieses Spiel nicht mehr etwas zu spielen, weil es etwa auf den Flash-Servers gelaufen ist. Und eines der größten Mysterien des Internet und sowohl dieser Community war dabei der Most Mysterious Song on the Internet. Doch vor einigen Monaten wurde dieses Rätsel gelöst und damit konnte ein Mysterium, ein Rätsel, was vor 17 Jahren begonnen ist, endlich mal auf Seite gelegt werden können. Und da mich dieses Internetphänomen wirklich interessiert, dachte ich mir, hey, wieso mache ich darüber nicht mal ein Video? Also folgt mir auf der Reise, wie es ein wenig die Backstory, die Reise zu dem Song und das große Ganze rund um den Fund und meine Meinung zum Fund Revue passiere und einen Rückblick auf den Most Mysterious Song on the Internet und seine Suche gebe. Zum Meinungspart, wie immer, hierbei handelt es sich nur um meine Meinung. Falls ihr eine andere habt, lasst sie mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Auch sei gesagt, dass dieses Video möglicherweise der erste Teil einer möglichen Videoserie ist, wo ich ein wenig über meine Meinung und ein paar Dinge über verschiedene Internetphänomene Revue passiere. Falls ihr also irgendwelche Empfehlungen oder Vorschläge habt, schreibt ihr doch gerne in den Kommentaren. Alle Disclaimer wurden disclaimed, legen wir allein los mit dem Video. Und beginnen wir doch mal ein wenig mit der Backstory rund um das ganze Mysterium. Die Geschichte des Songs beginnt dabei mit einem Jugendlichen namens Darius. In den 1980er Jahren nahm er dabei einen Song auf seiner Kassette, was auf den NDR-Radioprogramm lief. Und für eine lange Zeit hat er vermutlich nie über den Song nachgedacht. Und viele Jahre, sogar eine Dekade passierte, bis im Jahre 2004 seine Schwester Lydia ihm ein Geschenk gebte mit einer Website-Domain zum Geburtstag. Und diese Seite entpuffte sich schnell als eine große, gute Möglichkeit, um Ausschnitte von bestimmten Songs reinzupacken, um diese zu identifizieren. In der Hoffnung, dabei etwa den Namen des Songs herauszufinden oder auch von welcher Band er zumindest stammt. Einen wirklichen Schlüsselpunkt zu unserer Story finden wir aber erst im Jahre 2007 wieder, wo etwa ein Ausschnitt des Songs von seiner Schwester in ein Forum gepostet worden ist. Innerhalb kürzester Zeit verbreitete sich der Ausschnitt des Songs im Netz und fand 2011 auch seinen Weg auf YouTube wieder, wo er auf sich wieder mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit geben konnte. Und diese Aufmerksamkeit schwankte über die Jahre, bis im Jahre 2019 der Song erneut wieder auf sich aufmerksam machen konnte und kurz darauf wurde sogar ein Subreddit namens r/The Most Mysterious Song gegründet, der mehr oder weniger sich die Aufgabe gemacht hat, den Song zu finden und herauszufinden, um was es hier sich dabei handelt und von wem er sogar stammt. Doch die Reise auf diese Suche entpuppte sich schnell als eine langgebige. Lange Zeit wurde dabei vermutet von vielen, dass der Titel des Songs Like a Wind wäre. Diese Vermutung wurde dabei aufgestellt, da diese Phrase mehrfach im Song mehr oder weniger wiederholt wurde und man irgendwas brauchte, um diesen Song irgendwas zu geben. So war mehr oder weniger Like a Wind die Theorie, was der Songtitel sein könnte. Natürlich hat er sich am Ende des Tages als falsch entpuppt, aber dazu kommen wir später. Worüber man aber sich schnell einig war, war der Fakt, dass der Sänger einen europäischen Akzent hatte. Man vermutete auch schnell, dass der Song aus den 1980ern kam, besonders aus dem Jahre 1983 und 84, der mehr oder weniger den Vibe und auch viele kleine Details in sich hat, die darauf mehr oder weniger vermutet oder auch hingezeigt haben. Und daraufhin wurde auch etwa ein Radiomoderator namens Paul Baskerville kontaktiert, welcher Anfang der 80er Jahre für den NDR tätig war. Dieser sagte aber, als er den Song hörte, dass er sich nicht erinnern konnte, das Lied irgendwann mal aufgenommen oder abgespielt zu haben. Er vermutete aber auch, dass es sich hierbei um eine Demo-Version handelte, was die Suche ein wenig einfacher am Ende des Tages brachte, aber natürlich auch etwa eine große Hürde machte, denn wenn es sich um eine Demo-Version handelt, wie könnte man nur diese Band und diesen Song überhaupt richtig etwa finden?
finden. Und bei der Suche nach der Band wurden viele Namen genannt, die sich hinter dem Song verbergen könnten. Einige haben es dementiert direkt, andere haben etwa versucht, sich etwa dazu zu verkaufen, hinter diesen Song zu stecken, wurden aber schnell etwa durch bestimmte Hinweise dementiert. Und dieses Hin und Her ging dafür für circa 5 oder auch mehr Jahre, bis endlich mal an einem besonderen Tag im Jahre 2024 das Mysterium ein für alle Mal gelöst worden ist. Subway of Your Mind war dabei der Titel des Songs. Und wie wurde dieses Mysterium nun gelöst? Nun, lustig, dass ihr fragt. So hat der Reddit-Nutzer Useless Marion den Song am 4. November 2024 offiziell gefunden. Der Nutzer selbst erzählte dabei, dass er auf einen alten Zeitungsartikel in der Nordwest-Zeitung gestoßen ist, der sich dabei um eine Band namens Facts beschäftigte. Diese hätten im September 1984 einen Talentwettbewerb gewonnen und schnell setzte er sich daraufhin mit einem Mitglied von Facts in Verbindung und daraufhin konnte bestätigt werden, dass der Song tatsächlich von Facts stammt und Subway of Your Mind heißt. Doch wer ist nun Facts? Wer ist nun diese Band hinter diesem mysteriösen Song? Nun, gut, dass ihr fragt. Die Band Facts war dabei in den 1980er Jahren bzw. in den frühen 1980er Jahren aktiv und stammt dabei aus Kiel, aka Deutschland, aka aus diesem Land. Yay! Sie bestand dabei aus 4 Mitgliedern und ich entschuldige mich schon mal im Voraus, dass ich diese Namen absolut butzern werde. Thüre Rückwart, Michael Hedrich, Hans Reimer Siffers und Norbert Siemann. Die Band löste sich dabei im Jahre 1985 auf, wobei 3 der Mitglieder weiterhin Musik machten, während der andere mehr oder weniger von der Musik abtretete. Bei einer so großen Enthüllung ist es auch nicht verwunderlich, dass in den Monaten zu vielen Interviews mit den Bandmitgliedern kamen und die auch mehr oder weniger ihre Meinung zu diesem Phänomen gaben. Ich habe es abends beim Essen erfahren, habe das quasi weggeklickt, ja, gucke ich später mal nach. Aber dann ist die Tragweite überhaupt rausgekommen und das war absolut überwältigend. Ja, das Back to the Future. Ja, ist verrückt. Ist ja absolut verrückt und überwältigend. Und natürlich kam es auch zu einer Reunion, denn am 7. November 2024 hat NDR1 eine Reunion der 3 Bandmitgliedern, die mehr oder weniger noch in der Musikbranche tätig waren, auch noch all diese Jahre danach, gemacht, die nach dem Ende der Band den Kontakt zueinander verloren und sich seit Jahren nicht mehr gesehen hatten. Die Band führte dabei ein Interview über den Song, bevor sie ihn wieder einmal aufführten. Der Schlagzeuger Hans Reimer Siffers, welcher bei dieser Wiedervereinigung der Band nicht dabei war, sah den Beitrag im Fernsehen und erkannte dabei seine alten Kollegen wieder. Dieser war natürlich der eine, der mehr oder weniger aus der Musikbranche gegangen ist, und er meldete sich später beim NDR und gab selber auch ein Interview. Ich konnte es eigentlich gar nicht glauben. Es ist einfach schön, also das wieder zu hören, die alten Freunde zu sehen und ja, toll. Mir würde es Freude machen, einfach mal wieder mit den alten Kollegen ein bisschen Krach zu machen, in Anführungszeichen. Weil das macht unheimlich Spaß, gerade wenn man dann wieder zusammenspielt, so interagiert, sich so sieht und dann irgendwie Gas gibt. Also ich hätte unheimlich Lust zu. Doch das ist alles schön und gut, aber wie sieht nun etwa die Zukunft aus für diese Band? Denn auch wenn es natürlich viel Freude gab zu Rest, denn man kann mal diesen alten Musikanten wirklich das etwa gönnen, dass sie mehr oder weniger ein weniges Rampenlicht bekommen haben, wenn man sich so anschaut, dass ihre Band mehr oder weniger jetzt nicht so allzu dolle über die Wand ging, so kann man sich einfach etwa freuen für diese. Nun, was etwa bekannt ist, nach ein paar Monaten, das wird wohl ein Vinyl-Release bekommen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, soll dieser Vinyl-Release auch viele Goodies haben, sei es nun Autogramme oder. Man kann mal sehr gespannt sein und ich bin auch drauf gespannt. Mal sehen, ob es auch ein CD-Release gibt und auch andere Releases, aber darauf muss man etwa wohl abwarten erstmal. Eine andere Sache, die bei diesem Fund aber auch gefunden worden ist, sind andere weitere Songs von Facts. Denn Subway of Your Mind ist nicht nur ihr einziger Song und so fanden sich ein paar weitere Songs wieder. Und um dieses Video ein wenig ein Epilog zu
zu geben, möchte ich ein wenig meine Gedanken über diese Songs wiedergeben. Ich empfehle wirklich sehr, diese Songs füreinander selber sich anzuhören. Ich habe diese natürlich in der Videobeschreibung per einer Playlist verlinkt. Also klickt einfach mal darauf, hört ihr euch an und kommt dann wieder zurück zu diesem Video. Ich bin natürlich nicht etwa der beste Kritiker, Reviewer über Musik. Also wird diese Kritik-Review, meine Meinung, jetzt etwa vielleicht ein wenig kurz ausfallen. Aber Subways of Your Mind, der große Song, über den sich etwa viele mehr oder weniger eine lange Zeit den Kopf zerbrochen haben, ist wirklich ein Banger. Er ist natürlich super 80s sounding, aber auf einer so spaßigen, unterhaltsamen Art und Weise. Das ist wirklich ein Ohrwurm-Song einfach nur. Nicht nur sind die Vocals wirklich ikonisch mittlerweile einfach nur, aber die funktionieren wirklich gut. Und ich möchte wirklich stark etwa die Instrumentals hier loben. Sei es nun etwa ein paar Gitarriffs oder auch ein paar der Drums. Das Drumming ist wirklich underrated hier. Und ich schätze es einfach nur wirklich sehr. Subways of Your Mind ist zuerst so ein Song, über den sich viele mehr oder weniger den Kopf zerbrochen haben. Die Neuaufführung dieses Songs ist mehr oder weniger dasselbe, nur dass wir statt den 80s synth-liken Instrumentals das eher mehr austauschen für die akustischen Guitars. Und ich würde sogar lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich diese Version ein wenig bevorzuge. Es ist eine sehr anderweitige Version und eine sehr anderweitige Performance. Vor allem kann man auch das Alter der Bandmitglieder merken, aber dennoch hat es was Charmantes, was Ruhiges an sich, was ich wirklich sehr mag. Es gibt diesen Song einen neuen Drift, ein neues Gefühl mit diesem Unterschied eben. Und ich mag's wirklich. Es ist eine sehr gute Version und eine gute Version zum Wiederaufführen. Und dafür, dass sie für eine so lange Zeit mehr oder weniger miteinander nicht etwa mehr gespielt haben, schaffen es die drei Bandmitglieder es wirklich glaubhaft zu machen und eine wirklich gute Dynamik-Chemie auf sich zu bringen. Talking Heads ist ein weiterer Song, der etwa bei dem Fund mehr oder weniger richtig etwa hervorgebracht worden ist. Und vielleicht ist es ein Hot Take zu sagen, aber für mich ist das der ganz große Favorit aus den Songs, die wir hier von Facts gekriegt haben. Nicht nur ist der Anfang ein absoluter Banger und nicht nur liebe ich einfach nur den Rhythmus, die Instrumentals hier, auch die Vocals sind vermutlich meine Favoriten unter den ganzen. Der Text gefällt mir auch am meisten hier und ich kann es irgendwie nicht etwa richtig zu Worte fassen, aber ich bin einfach ein wirklich großer Fan von diesem Song. Dynamisch, spaßig, unterhaltsam. Und zu guter Letzt haben wir Hard in Danger, was auch ein ziemlich 80s-hafter Song ist, was ich eigentlich über alle diese Songs sagen kann, außer eben die neue akustische Version von Subway of Your Mind. Und ich mag's wirklich. Vermutlich das Schwerste hier, aber von allen Songs ist es immer noch ein sehr guter. Die Vocalstimmen, ich mag vor allem der Anfang des Songs und auch dieser Song hat einen bestimmten Ohrwurm-Vibe zu sich. Alles wirklich gute Songs, die ich mir gerne anhören möchte, auch wenn es natürlich etwa darauf immer ankommt, ob man etwa diese richtigen 80s Songs mag. Denn wenn man die wirklich mag, würde ich mal sagen, dass Facts eine dieser Bands ist, die für einen wirklich gut funktionieren kann. Zum Abschluss kann ich nur sagen, dass ich diesen 4 Mitgliedern nur das Beste wünsche und gespannt bin auf jegliche neue Projekte, sei es nur neue Songs. Ich bin gespannt und bin optimistisch für die Zukunft. Wer weiß, vielleicht wird ja Facts in nächster Zeit zu einer kleinen Kult-Band. Gönnen wird es den Typen auf jeden Fall. Aber damit kommen wir auch zum Ende dieses Videos. Was ist eure Meinung zu Facts, wenn ihr die Songs euch angehört habt? Wie findet ihr diese ganze Suche um den Most Mysterious Song on the Internet? Seid ihr froh, dass die Suche endlich mal ihr Ende gefunden hat? Oder findet ihr das ein wenig schade, dass diese Suche nach so einer langen Zeit endlich enthüllt worden ist? Schreibt mir doch all eure Gedanken und auch mögliche Vorschläge für weitere Episoden dieses neuen, möglichsten Formats in den Kommentaren. Das würde mich wirklich freuen. Doch bis dahin, wir sehen uns, bis dann weiter hören uns beim nächsten Mal. Euer Random oder so ähnlich. Bye!